Ein Gespräch im Restaurant. Entschuldigung, Ja, wie kann ich Ihnen helfen? meine Suppe ist kalt. Oh, das tut mir leid. Ich hatte sie heiß erwartet. Ich lasse sie sofort noch einmal warm machen. Danke, das wäre gut. Möchten Sie sonst noch etwas dazu? Ja, ich habe keinen Löffel bekommen. Dann bringe ich Ihnen gleich einen Löffel. Danke und bitte auch etwas Brot. Ja, ich bringe Ihnen einen kleinen Brotkorb. Das ist sehr freundlich. Gern. Entschuldigung, ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Auf der Rechnung steht auch ein Salat. Das schaue ich sofort nach. Ich habe aber keinen Salat bestellt. Dann ist das ein Fehler von uns. Ich hatte nur die Suppe und einen Saft. Ich ändere die Rechnung direkt. Danke, wie viel kostet es jetzt? Jetzt sind es 11 Euro. Gut, ich zahle mit Karte. Ja, natürlich. Das Essen war am Ende sehr gut. Das freut mich. Dann komme ich gern noch einmal. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Frühstück auf der Terrasse. Guten Morgen, haben Sie noch einen Platz frei? Ja, draußen ist noch ein Tisch frei. Perfekt, ich sitze gern an der frischen Luft. Dann zeige ich Ihnen den Tisch. Danke, und darf mein Hund bei mir bleiben? Ja, draußen ist das kein Problem. Das ist schön, er ist sehr ruhig. Dann ist alles gut. Könnte ich bitte die Karte bekommen? Ja, hier ist sie. Haben Sie auch Mandelmilch? Ja, die haben wir auch. Dann nehme ich einen großen Kaffee mit Mandelmilch. Sehr gern. Und ich hätte gern ein Croissant mit Butter. Möchten Sie auch Marmelade dazu? Ja, bitte mit Aprikosenmarmelade. Kommt sofort. Haben Sie vielleicht auch Wasser für den Hund? Ja, ich bringe sofort eine Schale. Vielen Dank. Möchten Sie sonst noch etwas? Vielleicht später noch einen Orangensaft. Kein Problem, sagen Sie einfach Bescheid. Das mache ich. Hier ist Ihr Kaffee. Das riecht sehr gut. Und hier ist das Wasser für den Hund. Danke für den guten Service. Sehr gern. Ich komme bestimmt wieder. Das freut uns sehr. Begegnung während der Zugfahrt. Entschuldigung, ist der Platz am Fenster noch frei? Ja, Sie können sich gern setzen. Vielen Dank. Gern geschehen. Ist der schwarze Rucksack dort oben Ihrer? Ja. Und die blaue Tasche gehört Ihnen? Ja, genau. Dann ist ja alles in Ordnung. Fahren Sie weit? Ja, ich fahre bis zur Endstation. Dann fahren wir gleich weit. Das sieht so aus. Wissen Sie, wie lange die Fahrt dauert? Etwa 2 Stunden. Das ist noch in Ordnung. Ja, die Zeit geht meistens schnell vorbei. Fahren Sie oft mit dem Zug? Ja, fast jede Woche. Ich bin heute ausnahmsweise mal nicht mit dem Auto unterwegs. Der Zug ist oft entspannter. Das finde ich auch. Man kann lesen oder einfach aus dem Fenster schauen. Lesen Sie gerade ein Buch? Ja, einen Krimi. So etwas mag ich auch. Dann haben wir einen ähnlichen Geschmack. Sind Sie beruflich unterwegs? Nein, ich besuche meine Schwester. Ich fahre zu Freunden. Das klingt schön. Danke, ich freue mich schon darauf. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt. Danke, Ihnen auch. Ein anderer Weg durch die Stadt. Guten Abend. Können Sie mich bitte zum Bahnhof fahren? Ja, gern. Steigen Sie bitte ein. Danke. Wir fahren sofort los. Diese Straße kenne ich aber nicht. Ich nehme heute eine ruhigere Strecke. Ist das wegen des Verkehrs? Ja, auf der Hauptstraße staut es sich gerade. Verstehe. So kommen wir oft besser durch. Kostet das dann mehr? Nein, der Unterschied ist sehr klein. Gut, dann ist alles in Ordnung. Wir brauchen ungefähr 12 Minuten. Das klingt gut. Sind Sie zum ersten Mal hier? Ja, ich kenne die Stadt noch nicht gut.
Dann sehen viele Straßen sicher noch neu aus. Ja, genau so ist es. Brauchen Sie vielleicht noch einen Tipp für die Gegend? Ja, gern? In der Nähe vom Bahnhof gibt es ein gutes kleines Restaurant. Das ist praktisch. Dort gibt es warme Gerichte bis spät am Abend. Das ist perfekt für mich. Wir sind fast da. Super, das ging schnell. Das macht 9 Euro. Hier sind 10 Euro. Vielen Dank. Stimmt so. Das ist sehr nett von Ihnen. Ein Fehler beim Bezahlen. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte bitte bar bezahlen. Ja, das macht 14,20 Euro. Hier sind 20 Euro. Danke. Hier ist Ihr Rückgeld. Entschuldigung, da stimmt etwas nicht. Was genau meinen Sie? Ich glaube, es fehlt 1 Euro. Ich rechne das sofort noch einmal nach. Danke. Sie haben recht, ich habe mich verrechnet. Das passiert manchmal. Hier ist der fehlende Euro. Danke, jetzt stimmt alles. Möchten Sie noch eine Quittung? Ja, bitte. Hier ist sie. Und ich brauche auch noch eine kleine Tüte. Ja, die kostet extra. Das ist in Ordnung. Dann gebe ich Ihnen alles zusammen. Perfekt. Vielen Dank für Ihre Geduld. Kein Problem. Haben Sie heute noch viel vor? Nein, ich gehe jetzt direkt nach Hause. Dann wünsche ich Ihnen einen ruhigen Abend. Das Zimmer ist noch unordentlich. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Mein Zimmer ist noch nicht gemacht worden. Oh, das tut mir leid. Ich war seit dem Morgen unterwegs. Dann hätte es eigentlich gereinigt werden sollen. Ja, deshalb bin ich etwas überrascht. Ich schaue sofort im System nach. Danke. Hier steht leider, bitte nicht stören. Das Schild hing aber nicht an meiner Tür. Dann gab es wohl ein Missverständnis. Kann jemand jetzt noch kurz hochkommen? Ja, wir schicken sofort jemanden. Ich brauche auch frische Handtücher. Die bringen wir direkt mit. Sehr gut, danke. Möchten Sie in der Zeit unten warten? Ja, das ist in Ordnung. Dann können Sie gern in der Lobby sitzen. Das mache ich. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee oder Tee? Ja, ein Tee wäre schön. Gern, ich gebe gleich Bescheid. Vielen Dank für die schnelle Lösung. Sehr gern. Reklamation im Elektronikgeschäft. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich habe gestern diese Lampe gekauft. Und was ist das Problem? Sie geht zu Hause nicht an. Haben Sie den Kassenbon dabei? Ja, hier ist er. Danke, ich schaue kurz darauf. Ich habe auch schon eine andere Steckdose probiert. Gut, dann liegt es wahrscheinlich am Gerät. Ja, das denke ich auch. Wir können die Lampe gern umtauschen. Haben Sie noch dieselbe Lampe auf Lager? Ja, wir haben noch 2 Stück da. Können wir die neue kurz testen? Ja, das machen wir hier direkt. Jetzt funktioniert sie. Sehr gut. Dann nehme ich diese. Möchten Sie dazu noch eine längere Garantie? Wie teuer ist das? 3 Euro zusätzlich. Nein, danke, das brauche ich nicht. In Ordnung. Bekomme ich einen neuen Beleg? Ja, natürlich. Danke für die Hilfe. Sehr gern. Die Reservierung ist nicht im System. Guten Tag. Willkommen. Haben Sie eine Buchung bei uns? Ja, für heute Abend. Auf welchen Namen bitte? Auf Schneider. Einen Moment. Ich finde leider nichts. Das ist seltsam. Haben Sie vielleicht eine E-Mail mit der Bestätigung? Ja, hier auf meinem Handy? Danke, ich sehe mir das kurz an. Gern. Hier steht das richtige Datum. Ja, genau für heute. Dann ist die Buchung wohl nicht richtig übertragen worden. Und was bedeutet das jetzt?
Wir haben noch ein freies Zimmer für Sie. Ist der Preis derselbe? Ja, wir geben es Ihnen zum gleichen Preis. Das ist gut? Sie bleiben 2 Nächte, richtig? Ja, bis Sonntag. Dann passt alles. Sehr gut. Für die Umstände bekommen Sie das Frühstück gratis dazu. Vielen Dank, das ist sehr nett. Hier ist Ihre Zimmerkarte. Perfekt. Ihr Zimmer ist im 2. Stock links. Danke für die schnelle Lösung. Der Platz am Fenster ist vergeben. Entschuldigung. Ja, bitte. Ich glaube, das ist mein Sitzplatz. Oh, ich dachte, das ist meiner. Welche Nummer steht auf Ihrer Bordkarte? Bei mir steht 18C. Ich habe 18a. Dann sitze ich wirklich falsch. Das kann leicht passieren. Ich dachte, C ist am Fenster. Nein, A ist am Fenster. Ah, jetzt verstehe ich es. Dann ist alles klar. Ich setze mich sofort um. Dankeschön. Kein Problem. Brauchen Sie Hilfe mit der Tasche? Nein, danke, ich schaffe das. Gut. Fliegen Sie oft? Ein paar Mal im Jahr. Ich fliege nur selten. Ich sitze immer gern am Fenster. Ich mag lieber den Gang. Dann passt es heute gut. Ja, am Ende ist es besser so. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Flug. Tisch reservieren. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte einen Tisch reservieren. Für wie viele Personen? Für 2 Personen. Für wann möchten Sie kommen? Heute Abend bitte. Um welche Uhrzeit? Um 7 Uhr. Ja, das ist möglich. Haben Sie auch Plätze draußen? Ja, wenn das Wetter gut ist. Das wäre schön. Möchten Sie draußen sitzen? Ja, bitte. Haben Sie besondere Wünsche? Ja, einen ruhigen Platz. Das notiere ich. Vielen Dank. Möchten Sie etwas Besonderes essen? Haben Sie vegetarische Gerichte? Ja, wir haben mehrere Optionen. Das klingt gut. Haben Sie Allergien? Nein, keine Allergien. Gut zu wissen. Gibt es auch eine Speisekarte online? Ja, auf unserer Website. Perfekt, ich schaue sie mir an. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Weber. Gut, ich habe alles eingetragen. Danke für die Hilfe. Gern geschehen. Dann bis heute Abend. Wir freuen uns auf Sie. Taxi bestellen. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich brauche ein Taxi. Wo sind Sie gerade? Ich bin zu Hause. Können Sie mir die Adresse sagen? Ja, ich wohne in der Gartenstraße. Alles klar. Wie lange dauert es? Etwa 10 Minuten. Das ist gut. Wohin möchten Sie fahren? Zum Bahnhof. In Ordnung. Ich habe einen großen Koffer dabei. Das ist kein Problem. Gibt es genug Platz im Taxi? Ja, es ist ein großes Auto. Sehr gut. Haben Sie viel Gepäck? Nur einen Koffer und eine Tasche. Das passt gut rein. Wie viel kostet die Fahrt ungefähr? Etwa 15 Euro. Das ist okay. Möchten Sie bar oder mit Karte zahlen? Ich zahle mit Karte. Kein Problem. Vielen Dank für die Info. Das Taxi ist gleich da. Perfekt. Bitte warten Sie vor dem Haus. Das mache ich. Paket abholen. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine Nachricht bekommen. Worum geht es? Mein Paket ist angekommen. Haben Sie eine Abholnummer? Ja, ich habe sie hier. Können Sie sie mir sagen? Ja, sie steht auf meinem Handy. Ich prüfe das System. Danke. Ihr Paket ist hier. Super. Wann möchten Sie es abholen? Heute am Nachmittag. Das ist möglich. Bis wann haben Sie geöffnet? Bis 8 Uhr abends. Perfekt. Haben Sie den Abholschein bekommen? Ja, ich habe eine E-Mail.
Das reicht aus. Muss ich meinen Ausweis mitbringen? Ja, bitte. Gut, das mache ich. Ist das Paket groß? Nein, es ist eher klein. Dann geht es schnell. Muss ich lange warten? Nein, normalerweise nicht. Sehr gut. Vielen Dank. Danke für die Info. Sprachkurs buchen. Guten Tag. Guten Tag. Ich interessiere mich für einen Kurs. Für welchen Kurs genau? Für einen Deutschkurs. Welches Niveau haben Sie? Ich bin Anfänger. Dann ist A1 oder A2 gut. Ich denke, A2 passt besser. Wann möchten Sie starten? So schnell wie möglich. Wir haben nächste Woche einen Kurs. Das klingt gut. Der Kurs ist am Abend. Perfekt. Ich arbeite tagsüber. Der Kurs dauert 2 Stunden. Wie viele Tage pro Woche? 3 Tage pro Woche. Wie viel kostet der Kurs? 200 Euro. Das ist in Ordnung. Möchten Sie sich anmelden? Ja, gern. Haben Sie schon einmal einen Kurs gemacht? Ja, aber nur kurz. Dann ist A2 gut für Sie. Das hoffe ich. Sie lernen dort sprechen und hören. Das ist genau, was ich brauche. Sie bekommen auch Übungen. Das ist sehr hilfreich. Dann schicke ich Ihnen alle Infos. Vielen Dank.